Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben. Hey Leute, willkommen zurück. Habt ihr das mitbekommen? Nach dem Attentat in Aschaffenburg hat Friedrich Merz noch lauthals Grenzschließung versprochen. Und jetzt, wo er eigentlich noch nicht mal Kanzler ist, widerspricht er sich komplett. In seinen beiden Reden wird klar, er redet nur das, was gerade gut ankommt und bricht damit sein Wort. CDU-Wähler, fühlt ihr euch auch getäuscht? Wir wussten es längst. Politiker, die nur die Rosinen aus der Wahrheit rauspicken, kann man nicht ernst nehmen. In diesem Video zeige ich euch, wie Merz sich widerspricht und warum man der CDU nicht trauen sollte. Schaut rein, wenn ihr wissen wollt, was wirklich dahinter steckt. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert unten eure Meinung. Ich freue mich auf eure Gedanken. Auf geht's! Das Maß ist endgültig voll. Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik. Es ergeben sich aus meiner Sicht nun endgültig einige Schlussfolgerungen, die eine von mir geführte Bundesregierung sofort zu ergreifen hat. Erstens, ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Es wird ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen oder die von der europäischen Freizügigkeit Gebrauch machen. Das gilt ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Die europäischen Regeln Dublin, Schengen, Eurodac sind erkennbar dysfunktional. Deutschland muss daher von seinem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts Gebrauch machen. Zweitens, die Bundespolizei muss endlich das Recht erhalten, Haftbefehle zu beantragen. Einen dahingehenden Antrag werden wir noch in der nächsten Woche in den Deutschen Bundestag einbringen. Vor allem die Bundespolizei greift regelmäßig an den Grenzen, in den Bahnhöfen und in den Flughäfen ausreisepflichtige Personen auf. Der Zustand muss beendet werden, dass die Bundespolizei nicht über das Recht verfügt, Haftbefehle zu beantragen. Drittens, ausreisepflichtige Personen, die aufgegriffen werden, dürfen nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Sie müssen in Ausreisegewahrsam oder in Ausreisehaft genommen und so schnell wie möglich abgeschoben werden. Der Bund muss auch so schnell wie möglich alle verfügbaren Liegenschaften zur Verfügung stellen, wie etwa leerstehende Kasernen und weitere Gebäude, Containerbauten auf abgeschlossenen Grundstücken, um die Zahl der Plätze im Abschiebegewahrsam signifikant zu erhöhen. Es ist inakzeptabel, dass in Deutschland zurzeit bei etwa 42.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Personen und weiteren 180.000 Personen mit Duldung, die gleichwohl ausreisepflichtig sind, nur rund 750 Plätze zur Verfügung stehen, um sie in Gewahrsam zu nehmen. 11:55 für Europa. Wir haben noch 4 Fragen auf der Liste und ich kann wirklich danach keine mehr dran nehmen, aber es sind ja viele Fragen gestellt worden. Frau Schupelius ist als nächstes dran.
Herr Merz, ich möchte gerne noch einmal auf die Zurückweisung an den Grenzen zurückkommen. Ja. Herr Linnemann hat im Wahlkampf gesagt, dass es ein Muss ist für den Koalitionsvertrag. Wenn das nicht kommt, dann regieren Sie eben nicht. Bleiben Sie dabei und inwiefern gehen Sie davon aus, dass eine Partei, die sich als linke Volkspartei bezeichnet, Links-Mitte-Volkspartei da mitmachen wird, also die SPD? Ich bin auch an der Stelle zuversichtlich. Ich habe das ja gestern Abend auch noch einmal in der Fernsehsendung betont. Im Koalitionsvertrag des Landes Brandenburg unter der Führung der SPD mit Herrn Woidke an der Spitze ist eine solche Formulierung enthalten mit den Grenzkontrollen und den Zurückweisungen. Ich will auch noch mal einmal sehr deutlich sagen, niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen. Aber wir müssen die Landesgrenzen besser schützen. Wir müssen eine Kontrolle zurückgewinnen über diejenigen, die in unser Land kommen. Und ich halte es aus verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Gründen für möglich und sogar für notwendig, dass wir diese Zurückweisungen auf Zeit in Europa, an den deutschen Grenzen ermöglichen, auf Zeit. Deshalb, weil ich hoffe, dass wir mit dem GEAS, also mit der gemeinsamen europäischen Asylpolitik, ab dem Jahr 2026 zu gemeinsamen Lösungen kommen. Aber das ist eben 2026. Und das ganze GEAS-System soll 2026 im Sommer in Kraft treten. Bis dahin können wir nicht warten. Und deswegen bleibe ich dabei. Es ist dringend notwendig, dass wir etwas tun. Und ich bin auch da sicher, dass sich die Sozialdemokraten der Einsicht nicht verschließen, dass wir hier einen gemeinsamen Weg gehen müssen. Herr Doll. Ist es nicht krass, wie Friedrich Merz uns als Wähler einfach für dumm verkaufen will? Da wird nach dem Attentat in Aschaffenburg noch groß Grenzschließung versprochen. Doch kaum ist er dann in der Nähe des Kanzleramts, ist plötzlich alles vergessen. Der Typ handelt nur aus Eigennutz, voll auf Macht aus, egal was das für die Menschen bedeutet. Seine Worte sind nichts mehr wert und er täuscht uns nur, um sich an die Spitze zu setzen. Was denkt ihr darüber? Fühlt ihr euch auch so betrogen? Teilt eure Meinung in den Kommentaren, liked das Video und abonniert den Kanal, damit niemand mehr auf diese Lügen reinfällt. Bis zum nächsten Mal. Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand.